Gewaltig nach rechts. Gut einmal, das ist zu viel. Hand weg. So, machst mal fest in der Mitte. Man hat aus einem 200 Jahre alten Haus oder 220 Jahre alten Haus, man hat mir im Prinzip ein Gebäude, das von der Wärmedämmung einem Neubau entspricht. Das freut mich schon, da bin ich stolz drauf. Jonathan Tränkle und sein Team wollen ein verputztes Haus neu dämmen und die Fassade mit Holz verkleiden. Dazu braucht es 3 Dämmebenen, rund 400 Bretter und ebenso viele Leisten, sowie 10.000 Schrauben und Nägel. Ja, das Holz spricht mit einem. Ja? Also wenn man das Holz anguckt und einfach ein bisschen Erfahrung hat, also man muss das Holz lesen, jedes Stück Holz ist anders, das ist ein Naturprodukt. Und nur wenn man die Struktur erkennt, wenn man sieht, wo der Ast ist, dann kann man es gut bearbeiten. Ja. Und das macht schon Spaß. Ja. Die Besitzer wünschen sich eine Fassade in Scheunenoptik, eine Bodenleistenschalung. Das Haus wird gleichzeitig energetisch saniert und muss erst einmal verpackt werden. Mit einer Dampfbremse, einer Membran vergleichbar mit einer Outdoor-Funktionsjacke. Da sind einfach in dem bestehenden Gebäude sind Risse drin und kleine Lücken, wo die warme Luft von innen durchströmen will und raus will. Und deswegen machen wir hier eine luftdichte Ebene, damit wir die warme Luft daran hindern, rauszuströmen. Ja, die warme Luft soll ja im Gebäude drin bleiben. Und dann natürlich als nächster Nebeneffekt ist es dann auch noch so, dass die warme Luft immer Feuchtigkeit mit sich bringt. Und die Feuchtigkeit wollen wir natürlich nicht in dieser Dämmung hier drin haben. Den Aufbau der Dämmung hat Jonathan mit seinem Team ausgetüftelt. Für die förderfähige Sanierungsmaßnahme müssen strenge Richtlinien eingehalten werden. Gleich 2 Zimmerermeister betreuen die Baustelle. Stefan Sulga ist einer davon. Ich baue eine Kiste als Umrandung für die Fenster, als Grundlage für die Dämmungsanschlüsse, für schlagrägersicherer Anschluss. Dann kann man hier nachher den Fensterrahmen überdämmen, wie man es im energetischen Bereich braucht. Und unten haben wir gleich ein Gefälle mit hingesägt von 5 Grad, das als vorläufige Fenstersimse quasi das Wasser gleich weglaufen kann. Dass ja kein Wasser in unsere Holzkonstruktion kommt. Der andere Zimmerermeister ist Philipp Block. Die Leibungskiste ist seine Idee. Eine einheitliche Lösung, um die vielen verschiedenen Fenster im Gebäude an die Dämmung anzuschließen. Und er hat noch weiter gedacht. Die Bauherrschaft kann später einmal neue Fenster einbauen, ohne den Mantel mit den Dämmschichten zu verletzen. Ich kann zum einen hier direkt mit einer Dämmung auf Fensterrahmen gehen, damit der Fensterrahmen überdämmt ist. Und danach kann ich mit Stellschrauben einfach die Leibung hinschrauben, kann die Leibung ausrichten und danach ist alles schick. Bestehende ältere Gebäude baue ich sehr gern um. Also da muss man einfach selber den Kopf noch einschalten und überlegen, wie funktioniert das Gebäude überhaupt, wo kommt die Last her, wo will sie hin, wo muss man was einbauen, dass es weiterhin funktioniert, wo können wir unter Umständen auch was rausnehmen, dass es immer noch funktioniert. Da macht mir eigentlich Bau im Bestand viel mehr Spaß. Das ist schon mein Steckenpferd. Die neue Außenhülle hängt in der alten Bausubstanz. Die tonnenschwere Last des Unterbaus mit 3 Dämmschichten, der Konterlattung, Traglattung, den Bodenbrettern und Leisten ist fest und sicher verankert. Die Fassade hängt nicht nur an den Dübeln, nicht ausschließlich an den Dübeln, sondern wir bringen noch stabile Stahlwinkel an. Die werden von unten quasi herangebracht und dann mit einem Injektmörtel werden dann die Gewindestangen in das bestehende Mauerwerk eingeklebt. Und zusätzlich wird es oben dann auch noch mit den Dachbalken verankert.
Der Abstand der Latten richtet sich nach der Breite der Dämmplatten. In diesem Fall sind das rund 60 cm. Etwas weniger als die Dämmplatten, damit sie gut eingeklemmt sind. Wir haben jetzt hier ein Haus, das hat alles Mögliche schon gesehen. Bank, Einkaufsladen, Polizeistation, war alles mal da drin. Aus der bewegten Geschichte des Hauses bleiben Kanten und Ecken für die Nachwelt. Wir haben hier das Problem, dass das Haus hier angebaut wurde und das ist auf die Strecke über 5 cm weg, nach hinten wegfällt. Und deswegen mussten wir hier einen Entspannungsschnitt machen, weil sonst hätten wir das Holz niemals hingezogen bekommen. Ein Entspannungsschnitt, der das Tragholz der ersten Lage in der Unterkonstruktion um die Ecke lenkt. Dann wieder 50, oder? Die Auswahl an Dämmmaterialien ist groß. Die Zimmerer verbauen eine ökologische Holzfaserdämmung. Ich bräuchte jetzt noch 2 Streifen mit 12, bitte. Natürlich ginge auch Mineralwolle. Jonathan Tränkle arbeitet aber gerne mit diesem Material aus mehreren Gründen. Die Mineralwolle, wenn die feucht wird, wird sie schlechter vom Dämmwert, dann entsteht noch mehr Feuchtigkeit und dann entsteht auch zwangsläufig irgendwann Schimmel. Und das haben wir bei der Holzfaserdämmung eben überhaupt nicht. So eine Holzfaserdämmung kann einfach auch mal Feuchtigkeit aufnehmen. Die wird dann nicht kaputt gehen, sondern die speichert die Feuchtigkeit einfach mal ein, behält die drin in sich und wartet, bis es quasi wieder warm wird, bis es Sommer wird. Und dann diffundiert die Feuchtigkeit auch wieder raus. 4,68 Meter. Philipp Block schraubt auf die Balkenlage der ersten Dämmschicht eine zweite. Diese Lage gleicht Dellen und Beulen der alten Fassade aus. Mit der Schnur macht er die Unebenheiten sichtbar und messbar. Hier sollte die Schnur 8 cm Abstand haben. Also hier haben wir jetzt schon 5,5 bloß noch Abstand von unserer vorigen 8. Und hier bei dem Buckel, was wir haben, sind es 4,6 bloß noch. Und das müssen wir jetzt irgendwie ausgleichen. Eine Schnur ist im Handwerk vielfältig verwendbar. Das nächste Schnürchen ist die Schlagschnur. Sie ist in Kreidestaub gehüllt. Stefan spannt sie straff über die zu markierende Fläche. Zack, Linie gerade, Schnittkante markiert. Handwerklich ist das einfach ein schönes Projekt. Man muss auch mal wieder an alte Dinge denken, was man eher so vielleicht auch mal vergisst. Was man im Neubau gar nicht braucht. Was man nicht braucht. Weil alles gerade ist, mehr Ja. oder weniger. Einfach das viele Holz ist eigentlich schön. Keine Fließbandarbeit, was wir hier sehen. Definitiv nicht. Philipp nivelliert diese zweite Ebene. Er unterlegt die Balken bis zum nötigen Niveau. Wir haben jetzt hier Abstand und das müssen wir dementsprechend unterlegen. Haben wir Unterlagen hergerichtet. Die Schnur bewackelt sich ganz wenig, das heißt genau die richtige Dicke. Drehe ich die Schraube wieder raus und lege das dahinter rein. Sommer. Eine Arbeit, bei der der Zimmerer auch manchmal Kompromisse eingehen muss. Wir müssen wegen dem Nivellieren ein bisschen durchs Auge gucken. Weil an einer anderen Stelle kann es ja schon wieder in dem alten Haus schon wieder ganz anders ein bisschen sein. Und irgendwann, wenn das jetzt nur noch ein paar Millimeter sich verwirft, dann sagen wir, okay, jetzt ist gut, weil das sieht man am Ende sieht man das nicht mehr. Weil das Holz und diese Schalung nimmt dann recht viel auf. Und der Charakter von dem alten Haus soll ja schon auch noch ein bisschen erhalten bleiben. Diese zweite Balkenlage wird ebenfalls mit Dämmmaterial ausgefüllt.
Als dritte und letzte Dämmlage kommen stabile Holzfaserplatten mit einem Nut- und Federsystem zum Einsatz. Sie sind aus unbehandeltem Tannen- und Fichtenholz gefertigt. Die Zimmerer zeichnen den Verlauf der Unterkonstruktion an, damit klar ist, wo der weitere Aufbau befestigt werden kann. Was am coolsten war bis jetzt, wir hatten 2 Seiten zu, also mit der Dämmung. Und dann ist die Bauherrschaft gekommen, nach einer Woche, wo es die ganze Zeit starke Minusgrade hatte. Und die haben dann spaßeshalber die Oberfläche der Wand gemessen und die haben einen Temperaturunterschied von 7 Grad gemessen. Wandoberfläche. Innen. Und die Kundschaft sagt schon jetzt, also die heizt es mit Holz, die brauchen nur noch ein Drittel von dem Holz, was sie seither braucht haben. Und das ist natürlich ein mega Erfolgserlebnis für uns. Das ist dann unsere letzte Dämmebene, wo aber gleichzeitig auch die winddichte Ebene ist. Weil falls mal ein Regen kommt, ist dann unsere Dämmung innen drin ist geschützt. Oder wenn irgendwo ein Loch wäre, wäre die Dämmung innen drin geschützt durch diese Holzweichfaserplatte. Und gleichzeitig ist die noch ein Hitzeschutz für den Sommer. Gleichzeitig auch noch ein großer Schallschutz, so eine schwere Platte. Also ich glaube, in dem Haus höre ich nichts mehr von der Straße. Fenster halt noch, aber Fenster halt, ja. die können wir nicht beeinflussen, die sind Bestand geblieben. Ja. 70. Philipp und Stefan bringen die nächste Konstruktionsebene an, die Konterlattung. Der Abstand der Konterlatte ist dadurch gegeben, dass wir die Unterkonstruktion dahinter haben. Also wir können hier gar nichts reinschrauben, weil gar nichts dahinter ist, wo wir festmachen können. Gut, dass der Lattenverlauf vorher angezeichnet wurde. Mit der Konterlattung wird die Hinterlüftungsebene der Fassade aufgebaut. Luft braucht Raum, um sich bewegen zu können. Dafür schafft die Konterlattung den nötigen Abstand. Jonathan Tränkle bereitet gleich die nächste Ebene vor und markiert die Positionen der Traglattung. Kennt man mal ein bisschen der Feuer? Ich schaffe mit Feuerwehrleuten zusammen, weißt du? Der muss. Während seines Studiums hat sich Jonathan Tränkle als Zimmerergeselle in Rietenau selbstständig gemacht. Zunächst im Nebenerwerb. Mittlerweile ist er Bauingenieur und Bautechniker. Und das Unternehmen ist bis heute vom Ein-Mann-Betrieb in der Scheune der Großeltern zum stattlichen Holzbaubetrieb gewachsen. Mit der Traglattung für die Bodenbretter der Holzschalung beginnt die Feinarbeit. Sie bildet die Befestigungsebene der sichtbaren Hülle. Die Handwerker müssen jetzt schon an die Anbringung der Fensterbretter und Leibungen und an das Schraubenbild in der Fassade denken. Ganze? Wir könnten das auch einfach durchlaufen lassen, dann ist es leichter. Hä? Ich rede mit mir selber. Ach so. Selbstgespräch. Muss mit jemandem Kompetenten reden. 2,75. Ich kenne auch Gänge. Hier gilt eben immer noch, selbst ist der Mann, auch beim Fachgespräch. Die Fassadenbretter werden senkrecht angebracht und wenn die in den Zwischenraum zwischen den großen Latten, brauchen die auch immer wieder Befestigungspunkte und dafür brauchen wir die kurze Lattenbröckel, um da auch mal nochmal geschwind die Fassade zwischendurch auch nochmal befestigen zu können. Um
Um zu verhindern, dass sich grober Schmutz, Insekten oder Kleintiere hinter der Fassade einnisten, bringt Stefan Sulger ein Insektenschutzgitter aus Lochblech an. Die Gitter müssen für die notwendige Belüftung ausreichend viel Luft durchlassen. Wir machen jetzt als erstes die Bodenbretter hin. Die sind 18,5 und dass die halt in einem vernünftigen Abstand sind, dass wir am Schluss mit dem ganzen Brett rauskommen, wird das jetzt eingeteilt und der Platz zwischen den Brettern, der ist ein Stück weit variabel. Und jetzt muss ich halt mal schauen, wo ich anfangen muss, um darüber einzuteilen. Eine Bodenleistenschalung besteht aus Bodenbrettern und Deckelleisten. In unserem Fall sind das sägeraue Bretter der heimischen Douglasie. Also wir schneiden jetzt die Schräge vom Giebel an das Brett ran und dabei achtet man auch gleich darauf, dass die rechte Seite des Holzes, also die Herzseite, nach außen schaut. Und das erkennt man, wie die Jahrringe laufen. Und das kann man hier mal ein bisschen nachverfolgen. Die dem Baumkern zugewandte Seite gehört also nach außen. Wenn das Holz arbeitet, krümmen sich die Bretter von der Kernseite weg. Zeigt sie nach außen, wölben sich die Ränder zur Wand hin und die Fassade bleibt dicht. Mit dem längsten Brett wird begonnen. Es lässt sich am besten ins Lot bringen. Ich lasse es nach oben einen kleinen Abstand, sonst kriege ich meine Latte, mein Abstandsholz nachher nicht mehr raus. Jetzt schieße ich das hier rein. Hängen die rein? Feuer! Baustellenkontrolle aus der ersten Reihe. Ja. Gut? Ja. Das ist eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade, sagen wir dazu. Bei einer klassisch verputzten Fassade strahlt ja die Sonne direkt auf den Putz. Dann kann die Sonnenstrahlung direkt ins Haus reinwandern, sage ich jetzt mal. Bei der hinterlüfteten Fassade trifft die Sonne auf die Fassade und in der Hinterlüftungsebene wird die Wärme dann wieder abtragen. Und dadurch ist es auch im sommerlichen Hitzeschutz das bessere System. Wir haben jetzt hier diese Bodenbretter montiert und für unseren Etagenstoß muss man die Bretter 15 Grad hier hinter schneiden als Tropfkante und haben hier einen Abstand zum Blech, dass dieses Wasser, wo da hintropfen wird, raustrocknen kann und das Hirnholz abtrocknen kann. Es ist leichter, 2 3-Meter-Bretter zu montieren als ein unhandliches 6-Meter-Brett. Deshalb wird die Holzfassade in Höhe der Geschossdecke abgesetzt mit einem Metallprofil als optischer Trennung. Wir haben uns dazu entschieden, das Holz überhaupt nicht zu behandeln. Das ist in meinen Augen auch die beste Lösung für eine Holzfassade. Der Kunde muss wissen, wenn er so eine Holzfassade wählt, die wird sich von der Oberfläche her verändern. Die wird nicht immer so leuchtend rot sein, wie sie jetzt am Anfang ist. Die wird vergrauen, die wird, also wir sagen da eigentlich Silber, also es wird so eine Silber-Patina-Schicht entstehen. Aber diese Patina, die schützt auch das Holz selber. Die Douglasie ist ideal für Fassaden einsetzbar. Durch den hohen Harzgehalt ist eine chemische Imprägnierung nicht zwingend erforderlich. Das waren genau solche Bretter wie die Schalung. Die haben wir dann halt natürlich zugesägt und gefasst. Die Leisten sollen die Ränder der Bodenbretter ca. 2 cm überlappen. Also ich weiß, dass meine Leiste 6 cm hat. Die Schraube, die soll zwischen den Brettern durchgehen. Also gehe ich Mitte von dem Spalt und messe mir meine 3 cm halbe Leistenstärke ab und die zeichne ich mir an. Die Deckelleisten dürfen niemals mit dem darunterliegenden Bodenbrett verschraubt werden, da sonst das Holz reißt, wenn es arbeitet.
Die Schraube der Leiste muss immer durch den Spalt in die Tragkonstruktion geführt werden. Flugstunde. Am Giebel sind kürzere Leisten notwendig. Passt nicht. 3-mal abgesägt und immer noch zu kurz. Besser 2-mal messen, 1-mal schneiden. Also ich brauche am Ende vom Tag ein schönes Schraubenbild. Deswegen spannen wir uns da eine Schnur und nach der Schnur wird dann die Schraube auf der Höhe fixiert. Die Leisten sitzen schön gerade, fein justiert, allein mit dem Auge. Also man fluchtet es durch das Brett durch und dass das keinen Bauch wirft. Und dann muss man nicht überall einen Wasserwagen nachheben, weil das von unten nach so lange Wasserwagen gibt es halt natürlich nicht. Und beschleunigt unsere Arbeit natürlich. Mal deine Hand weg bitte. So. Ja. Gewaltig nach rechts. Gut mal, das ist zu viel. Hand weg. So, machst mal fest. Jo. Nächste. Konstruktiver Holzschutz gegen Spritzwasser ist Pflicht. Der Abstand zwischen den Brettern und dem Erdboden sollte mindestens 30 cm betragen. Der Schnitt an der Fassadenkante erfolgt mit einer Neigung von 15 Grad. Sie haben Post. Danke. Die Flächen der Fassade sind weitgehend fertig. Jetzt geht es an die Details. Die ganzen Details am Fenster, irgendwelche Übergänge, das sind eigentlich immer, wo viel Hirnschmalz und viel Zeit benötigt. Wenn man mal eine Fläche hat, aber das hat man in dem Projekt eher weniger, weil immer irgendwo Fenster ist oder irgendeine Türe oder Garagentor, was auch immer. Das macht es dann halt in dem Fall ein bisschen schwieriger, mal Quadratmeter zu machen. Da ist halt mehr so mit Liebe zum Detail zu arbeiten. Das ist die große Herausforderung. Detail Fensterleibungen. Fast jedes Fenster ist irgendwie anders zu lösen. Hier haben wir jetzt einen neueren Rollladen, der ist integriert im Fenster. Die anderen Fenster haben die Rollläden außen drauf, manche haben gar keine Rollläden. Und so bin ich die ganze Zeit am gucken, wie es jetzt am vernünftigsten läuft. Und jetzt machen wir als erstes mal den Deckel drauf. Und dann können wir einfach das Seitenteil dagegen schieben. Und dann hat man auch später die Möglichkeit, da wieder an den Rollladenkasten hinzukommen. Philipp Block hat für jede Fensterleibung eine Lösung. Eine Notwendigkeit gilt aber für alle. Die Luftzirkulation der Hinterlüftung darf nicht unterbrochen sein. Dafür sägt Philipp Öffnungen in den Leibungsdeckel. Er misst jedes Brett einzeln aus. Für das genaue Maß macht er einen Wasserriss. Ich habe jetzt einen Wasserriss gemacht, dass ich mir mal überhaupt Höhen holen kann. Da ja nicht wirklich was im rechten Winkel hier ist. Jetzt kann ich von dem Punkt in alle 4 Richtungen wegleben und dann habe ich die Punkte, die ich brauche. Der Zimmerermeister geht von einer beliebigen, waagerechten Höhenlinie aus, die er mit der Wasserwaage angezeichnet hat. Sie ist der Ausgangspunkt für seine Messungen.
Sieht man hier ganz gut, dass der Schnitt nicht genau parallel ist und er ist mir auch zu tief unten. Da wird sich dann die ganze Zeit Wasser nehmen. Und dann nehmen wir einfach einen schicken Abstand und können das jetzt genau so nachsägen, wie es ist. Stefan und Kollege Marcel machen sich am Abschlussbrett zu schaffen. Weil wir hier jetzt gar keinen Standardgiebel haben, also wir haben einen sogenannten schräger Giebel, also der Hausgrund ist ein bisschen schräg, fällt der Ortgang auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite guckt er mehr oder weniger übertrieben hoch. Und da können wir jetzt nicht einfach sagen, wir tun die Bretter da absägen irgendwie, sondern wir müssen die so ein bisschen einpassen. Die Verkleidung des rund 220 Jahre alten Hauses macht es notwendig, moderne bauphysikalische Anforderungen mit traditionell ausgeführtem Handwerk zu verpacken. Dieses Alte und das Moderne, dass es irgendwo zusammenläuft. Also dass mir das Energetische, das ist ja eigentlich was Moderneres, sagen wir mal. Mit dem Wissen heute, mit den bauphysikalischen Sachen, heute ist das für mich eigentlich ein großer Aspekt, was mir sehr gut gefällt. Und es gibt hier Kaffee und Kuchen. Guten Kaffee und Kuchen. Eine Baustelle mit Kaffee und Kuchen. Das trägt zur Motivation bei und macht eine Baustelle zu einer besonderen, zu der man gerne geht, sagen die Handwerker. Gestärkt geht Philipp an das Detail am Bodenbrett um den Fenstersims. Die letzte Herausforderung ist die Abschlussleiste an der Hausecke mit dem stumpfen Winkel. Verlängern wir beide Ecken raus und können dann den Alpha-Winkel da dagegen fahren. Festmachen. Und zack, sagt uns der Winkel 28 Grad. Nicht ganz. 25. An der Stelle halt 25. Jetzt kommt zur Theorie die praktische Erfahrung und die Hoffnung, dass der Winkel am Ende passt. Er passt. Die Fassade des Hauses ist jetzt um 33 cm dicker geworden und wird die nächsten 30 bis 50 Jahre halten. Zwar ist eine Holzfassade teurer als ein Standardputz, langfristig ist Holz jedoch oft wirtschaftlicher, weil Reparaturen einfacher sind. Wenn das nachher alles fertig ist und das Gerüst mal weg ist und wir sehen, was da für ein Schmuckstück drunter vorkommt, dann bin ich da schon stolz drauf, dass wir eigentlich ein 220 Jahre altes Haus so verkleidet haben, dass es aber dem energetischen Standard von einem Neubau entspricht. Ein altes Haus mit langer Geschichte, verpackt in ein neues, zeitloses Gewand, das heutigen Ansprüchen gerecht wird. Ein Ergebnis aus handwerklichem Können, Teamgeist und einer guten Portion Spaß an der Arbeit. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.